suche Tristan von Lahnstein, aber ich fürchte, ich bin hier falsch. Das ist mein alter Schulfreund Benjamin Freier von Weißenstein. Ich weiß, wie du bist und ich habe versucht, damit zu leben. Ich kann's nicht mehr. Weißt du, was ich wirklich gerne wüsste? Ob Tristan vor seinen arroganten Kumpels zu mir steht. Was macht denn die eigentlich so? Sie ist Bauschreinerin. Bauschreinerin. Festival der Waffen. Ich will die Scheidung. Tristan, was soll der Scheiß? Verdammt! Seid ihr total übergeschnappt? Es tut mir leid, Sportsfreund. Lass mal sehen. War nicht so gemeint. Leni, wir brauchen Verbandszeug. Ich weiß, ich suche ja schon. Setz dich hin. Halt die Hand schön fest auf der Wunde, okay? Kriegst du das hin? Schön drücken. Das war ein Unfall, in Ordnung? Du hast einfach nicht schnell genug pariert. Du hast genau gesehen, dass ich abgelenkt war. Bella wird auf keinen Fall erfahren, dass wir uns ihretwegen duelliert haben. Ist das klar? Ja, was denn? Du wolltest die Scheidung. Freu dich doch, jetzt kriegst du sie. Was ist das denn jetzt? Trotzreaktion? Drohgebärde? Weil ich unserer Ehe keine Chance mehr gebe, bin ich jetzt schuld daran, dass du deinen Eispanzer wieder anlegst? Nein, nein, nein. Ich gebe mir höchstens selber die Schuld daran, dass ich mir so lange was vorgemacht habe. Weißt du, im Grunde war das, was ich für dich empfunden habe, nichts als eine sentimentale Schwäche. Du legst den Schalter um und das war's. Statt einmal einzusehen, dass du diese Ehe vor die Wand gefahren hast. Mit deinen Lügen, deinem Egoismus und nicht zuletzt mit deiner Angst vor Gefühlen. Angst, nein. Es ist nur so, wenn ich dich betrachte, dann frage ich mich, wie konnte ich meine wertvolle Lebenszeit mit dir verschwenden? Und ich war so dumm, die ganze Zeit zu glauben, du würdest dich ändern. Für mich, für immer. Ach, tu doch nicht so, als seist du menschlich enttäuscht von mir. Du bist nur gekränkt, weil ich mit Ansgar geschlafen habe. Weil du gedacht hast, es sei der einzige Weg, dich und deine Firmenanteile zu retten. Dass ich dir eventuell helfen könnte. Auf die Idee bist du ja gar nicht erst gekommen. Frag dich doch mal, warum du was sagst. Dem willst du eigentlich was vormachen? Das ist ja gerade das Schöne. Ich muss niemandem mehr etwas vormachen. Ich kann wieder ganz ich selbst sein. Dann viel Spaß dabei. Oh Gott, nicht immer am ersten Arbeitstag. Normalerweise wächst du dich um Punkt 7 mit deinem Geschrei und jetzt? Eigentlich ist es ganz gut, wenn du noch ein bisschen schläfst, denn Mama hat jetzt überhaupt keine Zeit für dich. Was zuerst? Bad. Es ist mir völlig egal, was der Abteilungsleiter sagt. Wir verkaufen die Aktien. Weil ich das sage. Im Gegensatz zu Ihnen erkenne ich ein gutes Geschäft, wenn ich es sehe. Also tun Sie, bevor ich Sie bezahle. Tanja, gerade du solltest öfter mal auf Holz klopfen. Fang doch einfach mit meiner Tür an. Ich bin hier, weil ich dich an unsere Abmachung erinnern will. Du hast meine Anteile an LCL und... Und du erfreust dich eines Lebens in Freiheit. Naja, was heißt erfreuen? Hier. Beweise für deine Schwarzgeldkonten. Tja, was soll ich damit? Du hast Kopien davon. Tja, was kann ich denn sonst für dich tun? Mein Vertrag als Geschäftsführerin. Was macht dich denn so sicher, dass ich diesen Posten nicht schon anderweitig besetzt habe? Weil ich die Beste dafür bin. Und du brauchst mich. Juri Adam habe ich ohne dich gefunden. Ja, mit dem Ergebnis, dass Rebecca und dein Wunderkind sich jetzt schon ein Kompetenzgerangel liefern. Willst du Ringrichter sein? Oder willst du das Tagesgeschäft jemandem überlassen, der wirklich Ahnung davon hat? Zugegebenermaßen hattest du den Laden immer ziemlich gut im Griff. Und bevor du noch als Sozialfall endest.
Ehrlich gesagt wundert es mich ein bisschen, dass du überhaupt bleiben willst. Ich meine, es muss doch furchtbar sein, so ohne Ehemann, ohne eigene Firma. Weißt du, Ansgar, ich habe in meinem Leben mehr als nur einmal bei Null angefangen und mich zurück an die Spitze gekämpft. Und genauso wird es diesmal wieder sein. Duell mit Degen. Ich dachte, sowas gibt's nur noch im Film. Und im Jungeninternat. Du hast sie echt nicht mehr alle, oder? Au! Das muss so fest, um die Blutung zu stoppen. Ich hatte kurz den Eindruck, dass du absichtlich ein bisschen unsanft zu mir bist. Soll mir es etwa gefallen, dass du lieber schlagende Verbindung spielst, als zur Therapie zu gehen? Therapie? Nichts für deine Ohren. Solltest aber vielleicht auch mal versuchen, könnte dir gut tun. Hier, auch wenn du so tust, als wäre nichts. Danke. Nein, da ist Acetylsalicylsäure drin, das wirkt blutverdünnt. Alle Achtung, du bist ja richtiggehend medizinisch bewandert. Ja, stell dir vor, wir dummen Bauarbeiterin, wir hauen uns auch mal auf die Finger und es blutet dann. Also ich schätze, ich schaff's auch ohne Medikamente bis ins Krankenhaus. Krankenhaus? Wegen so einem Piekser, Tristan. Das ist nicht dein Ernst. Ach ja, richtig. Ärzte müssen Stichverletzungen der Polizei melden. Ja, Pech. Benjamin steht kurz vor seinem zweiten Staatsexamen. Das könnte ihn die Zulassung als Anwalt kosten. Darüber hätte er nachdenken sollen, bevor er zugestochen hat. Eben. Ich meine, bitte, wie weit geht denn euer bescheuerter Ehrenkodex? Möchtest du jetzt für seine Karriere hier verbluten? Wir fahren trotzdem zu Karl Theodor. Du hast immer noch Kontakt zu dem? Ja, sporadisch. Er hat sich in Kleve niedergelassen. Oh, Moment mal. Wir fahren jetzt nicht quer durch die Pampa nach Kleve. So weit ist das gar nicht. Außerdem war das so ein kleiner Fechtunfall. Wir sollen keinen Ärger riskieren jetzt. Los, komm schon, lass uns fahren. Ich glaub das nicht. Was machst du denn noch? Ich glaub, du wärst längst bei LCL. Ich hab verpennt, weil Maxi mich nicht wie üblich geweckt hat. Also es gibt zuverlässigere Weckmethoden, habe ich mir sagen lassen. Am ersten Tag verpennen. Typisch. Du musst deswegen aber nicht länger arbeiten. Nee, bestimmt nicht. Also nur weil bis mittags kann ich dir den Babysitter machen, aber danach bin ich verabredet. Nee, ich komme schon pünktlich. Und falls doch noch irgendwas dazwischen kommen sollte, dann... Vergiss das mal. Im Gegensatz zu dir habe ich keinen Halbtagsjob, sondern muss eine Firma leiten. Jetzt muss ich mich auch wirklich eilen, weil sonst will ich den Job auch gleich wieder los. Ich wundert sowieso, dass Tanja dir die Halbtagsstelle gegeben hat. Hat sie doch, oder? Den ganzen Tag kannst du ja niemals schaffen. Nee, das war kein Problem, weil sie ist ja Mutter und deswegen weiß sie, wie das ist. Gut, bis später. Ihr ahnt ja nicht, wer wieder da ist. Das ging ja schneller, als ich dachte. Was denn? Dass Tanja wieder da ist? Ansgar hat mir erzählt, dass Sebastian und Tanja sich getrennt haben und sie sich deshalb nach Helsinki verkrochen hat. Du kennst doch Tanja. Wird sie sich umso mehr mit Arbeit ablenken wollen? Ja, nur, dass ihr LCL nicht mehr gehört. Nicht mal mehr teilweise. Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Ich hoffe, dass ihr die Zeit meiner Abwesenheit alle ausschließlich im Sinne der Firma genutzt habt. Was hat sie denn eigentlich in Helsinki gemacht? Saunabesuche, Wodka-Wettsaufen. Kim, möchtest du uns im Detail darüber informieren, womit du genau beschäftigt warst? Oder war das Gespräch gerade eher privater Natur? Dann verschieb's auf Feierabend. Ihr wisst alle, dass der Termin für die nächste Fashion Show näher rückt. Die Zeit läuft. Vollster Einsatz genügt nicht. Ich will, dass ihr alle über eure physischen und psychischen Grenzen hinauswachst. Überrascht mich und überrascht euch selbst. Das hier war ein guter Anfang. Weiter so. Rebecca, ich will dich bei dem Meeting mit Ansgar dabei haben. Alle anderen wieder an die Arbeit. Ach, eins noch. Ich will alle Abteilungsleiter mit dem aktuellen Zeitplan bis zur Show in meinem Büro sehen. In einer Stunde.
Wenn er schon Karl Theodor heißt, möchte ich ja nicht wissen, wo der seinen Doktortitel her hat. Er hat ordentlich promoviert. Zwar nicht in Humanmedizin, aber immerhin mit Summa Cum Laude. Okay, ich höre. Er ist Veterinär. Willst dich von einem Tierarzt zusammenflicken lassen? Das ist bei so einer leichten Verletzung meines Erachtens nach zweitrangig. Pass auf, du konzentrierst dich jetzt mal aufs Fahren, ja? Nein, nicht auch das noch. Wir hätten doch mein Auto nehmen sollen. Wieso? Weil du nicht fahren kannst? Du hättest dich gleich in der Stadt untersuchen lassen sollen, aber du wolltest ja nicht. Jetzt mach dir mal keine Sorgen, Karl Theodor weiß schon, was er tut. Selber doch ein Schmiss-Ende-Wagen von damals. Ich krieg wirklich gerade nur bessere Laune. Was machen wir jetzt, bis hier irgendein Abschleppdienst kommt? Vergehen noch Stunden. Kannst du jetzt mal aufhören, den Wagen endgültig zu schrotten? Es könnte ja sein, dass der Wagen wieder anspringt. Mein Gott, das ist die Zündung. Hörst du das nicht? Nein, das höre ich nicht. Aber da es offenbar nichts gibt, was du nicht besser weißt, kannst du es auch sicherlich reparieren. Nein, das kann ich nicht. Es ist wahrscheinlich der Vergaser. Wir bräuchten irgendwo einen Berg, wo wir runterrollen können, um Schwung zu holen. Aber so... Haben wir nur eine Chance. Ich bin wieder da. Hallo, freut ihr euch gar nicht? Morgen. Was wird das denn? Shades of Green, eine Vorauswahl für Rebecca. Die ändert täglich das Farbkonzept für ihre neue Kollektion. Ey, du riechst ja gar nicht mehr nach Zwiebelfett. Hast du meinen Rat befolgt, den Imbisswagen abgefackelt? Jetzt lenk mich nicht von der Arbeit ab. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie ich das alles hinkriegen soll. Die Frage ist ja vor allem, wo. Denn das hier ist mein Schreibtisch, den brauche ich ab sofort wieder. Denn ich bin wieder an Bord. Oh, gut, dann kannst du dich ja gleich nützlich machen. Das sind die Fotos von den Models, die Rebecca und Juri für das Casting haben wollen. Frag dir bitte mal an. Die sind alle nach Rangfolge markiert. Geht's noch? Ich bin Tanjas persönliche Assistentin, du hast mir gar nichts zu sagen. Und ich bin Designassistentin. Die Zeit bis zur Fashion Show läuft. Tick, tack. Und außerdem gehört das zu deinem Job. Ja. Aber ich muss mich erst mal wieder ein bisschen reinfinden und schauen, was alles so liegen geblieben ist. Rebecca will in einer Stunde wissen, wer von den Models verfügbar ist. Also das schaffe ich sowieso erst morgen. Hallo, hier brennt die Luft und du... Ich arbeite halbtags, Nachmittag habe ich keine Betreuung für Maxi. Ach so, hast du mit Tanja Teilzeit ausgemacht? Ja, sozusagen. Ich erkläre es ihr, wenn sie wieder da ist. Wenn du dich beeilst, dann erwischst du sie noch, bevor sie zu Ansgar ins Meeting muss. Die ist schon wieder da? Ja. Gib mir Bescheid, was sie von deinen Plänen hält, wenn du mir die Liste zurückbringst. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Ist das nicht witzig, dass wir beide heute sozusagen wieder unseren ersten Tag haben? Ja, das ist Witz. Ich wollte Sie auch gar nicht lange aufhalten. Sie wissen ja bestimmt, dass ich jetzt Mutter geworden bin und Maxine ist so ein süßes Kind. Aber ich wollte trotzdem gleich wieder anfangen zu arbeiten, denn LCL ist für mich mehr als nur irgendein Job. Das erwarte ich auch. Ich brauche eine Aufstellung über alle Kosten, die bei dem Fotoshooting auf Königsbrunn angefallen sind. Ja, vorher wollte ich noch... Ich will die Abrechnung nach dem Meeting auf meinem Schreibtisch haben. Ja, Halt! Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz noch vorher was klären, bitte.
ich bin doch jetzt quasi alleinerziehend. Und deswegen wollte ich fragen, ob ich nicht vielleicht halbtags arbeiten könnte oder Gleitzeit? Ich krieg doch nicht immer einen Babysitter für Maxi. Ist das mein Problem? Ja, irgendwie schon. Wenn Sie ja arbeiten wollen, ganz oder gar nicht. Komm schon, Benny. Mehr. Schneller, schneller. Du, so wird das nichts. Schieb mal ein bisschen. Ja, warte. Ja, komm, los! Ich wende nur. Dann hol ich dich. Du magst ihn wirklich nicht, oder? Merkt man das? Warum hast du denn überhaupt umgedreht? Du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt wirklich zu dem Tierarzt bringe. Wir fahren zurück in die Stadt zu einem richtigen Arzt. Keine Widerrede. Schön, dass du es einrichten konntest. Dann können wir jetzt ja anfangen. Also, wir alle wissen, dass die nächsten Wochen entscheidend für die Zukunft von LCL sein werden. Dadurch, dass ich Juri Adam für uns gewinnen konnte, haben wir jede Menge Aufmerksamkeit generiert. Wie dieser Titel wieder zeigt. Jetzt sind alle ganz gespannt darauf, was wir als nächstes aus dem Ärmel zaubern, weil wir ja so anders sind. Rebecca hat Angst, dass wir damit unsere konservativen Kunden vergraulen, aber die werden natürlich weiter bedient. Mit deiner Linie. Allerdings findet der Hype woanders statt. Und deswegen präsentieren wir jetzt auch nicht mehr, wenn alle es erwarten, sondern früher. Wie? Früher? Die Lorenzo, Naokomo, Kesuchi, alle präsentieren bei der traditionellen Fashion Week, nicht zur LCL. Wir ziehen eine Woche vor. Was? Mit Verlaub, das ist total beknackt. Die Presse und die ganzen Einkäufer werden erst zur Fashion Week hier sein und nicht eine Woche früher. Na und? Dann fliegen wir sie eben ein. Wir zeigen allen, dass wir die Nase vorn haben. Also ich finde deine Idee genial. Ich meine, dann wirken die anderen Kollektionen so, als hätten sie bei uns abgekupfert oder als hätten sie den Trend verschlafen. Hey ho. Wie soll denn ein normaler Mensch noch durchblicken? Gelb, orange, hellgrün, dunkelgrün. Du, das ist eigentlich ganz einfach. Orange und Gelb ist Juris Auswahl. Die Orangen will er unbedingt sehen, die Gelben sind optional. Grün ist Rebecca. Sie sortiert von hell nach dunkel, also Trauben, Gurken, Ist das hier ein Obststand oder eine Modefirma? Wieso machen die nicht ganz normale Namenslisten? Weil sie vielleicht denkt, dass das deine Aufgabe ist. Hm? Na super. Hier habe ich noch eine Liste für dich. Das sind verschiedene Denimstoffe, die Juri von einem Lieferanten aus Japan haben will. Japanischer Jeansstoff? Das ist der Beste auf der Welt. Die Bestellung muss noch heute raus. Und am besten per Luftpost schicken, weil sonst schaffen wir es zeitlich überhaupt gar nicht mehr. Seit wann sagen einem eigentlich hier die Näherinnen, wann man was zu bestellen hat? Ich bin Juris Designassistentin. Du? Sag mal, spinnt ihr? Wenn wir vorziehen, dann sieht es so aus, als wäre unsere Kollektion mit der heißen Nadel genäht. Was dann auch so wäre. Also, ich glaube, ich kriege meine Entwürfe bis nächste Woche fertig. Frage ist nur, ob die Näherinnen das schaffen. Gut, dann können wir in 3 Wochen präsentieren. Das heißt, wir wären vor Mailand am Start. Großartig. Rebecca? Völlig illusorisch. Meine Entwürfe brauchen eine gewisse Finesse. Ich kann die nicht einfach so hinkritzeln. Rebecca, ich bin es so leid, ständig von dir und deiner Mischpoke zu hören, was ihr nicht hinbekommt. Ist das ein Gendefekt? Sieh zu, wie du es hinkriegst. Leg Überstunden ein, damit du die Zeichnung früher abliefern kannst. Die Produktion wird auch rund um die Uhr arbeiten. Das geht schon aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht.
Dann stelle ich eben mehr Leute ein. Aber ich lasse mir ganz bestimmt nicht von der Rechtsabteilung sagen, wie im Kreativdepartement gearbeitet wird. Glückwunsch. Danke. Ja, dann muss ich wohl doch in Japan anrufen. Da ist jetzt gerade noch gar keiner im Büro. In 2 Stunden aber wieder. Was? Aber in 2 Stunden bin ich bei meinem Baby, weil ich sonst keine Betreuung mehr habe. Aber das ist ja allen egal, ne? Jessica tut dies, Jessica tut das. Und wenn es nach Tanja gehen würde, dann könnte ich mich gleich arbeitslos melden. Hey, die eine Bestellung kann ich auch selber machen. Danke, aber das löst mein Problem auch nicht. Ich kann nur halbtags arbeiten, aber Tanja lässt mich nicht. Ja, da kann ich dir jetzt leider auch nicht helfen. Aber du sagst doch Dana nichts, oder? Sie hat sich eh schon Sorgen gemacht, wie ich das alles auf die Reihe kriegen soll. Mit Arbeit und Kind, wenn ich nur halbtags arbeite. Aber wenn sie erfährt, dass ich jetzt den ganzen Tag arbeiten muss, dann... Und ohne, dass du die Betreuung für den Kleinen organisiert hast, ja, das wirkt etwas chaotisch. Hey, ich sag nichts. Aber wie willst du das vor deiner geheim halten? Das überlege ich mir später. Jetzt muss ich erst mal Obst sortieren. Tanja? Tanja? Wenn du mir unbedingt vors Schienbein treten willst, dann mach es bitte direkt. Aber lass deinen Frust nicht an meiner kleinen Schwester aus. Sonst was? Sonst mache ich Ansgar klar, wie unprofessionell sich seine Geschäftsführerin verhält. Vielleicht sucht er sich ja dann doch noch eine Alternative. Ach, weißt du, Sebastian, Juristen gibt es wie Sand am Meer, aber jemanden, der LCL leiten kann, wird Ansgar nicht so schnell finden. Er braucht mich. Ich bin der kreative Kopf der Firma. Na, Gott sei Dank hast du jetzt nicht gesagt, du bist das Herz dieser Firma. Weil ich deiner Meinung nach keins habe. Ich zumindest kann meine Gefühle eben nicht so einfach abstellen. Entschuldige mal bitte, du wolltest die Scheidung. Was erwartest du jetzt von mir? Dass ich dir nachjammere oder dich die ganze Zeit anflehe? Bitte überlegst dir noch mal was. Ich will, dass du dich ab jetzt aus meinen Angelegenheiten raushältst. Und das meine ich in jeder Beziehung. Dann können wir diese Karikatur einer Ehe wenigstens einigermaßen zivilisiert zu Grabe tragen. Wie du willst. Es ist vorbei. Ja, genau, Sebastian, es ist vorbei. Na, endlich, Tanja. Endlich bist du wieder ganz die Alte. Du kannst dich freuen. Das war erst der Anfang. Wie, die ist in Südafrika? Ja, das ist dann natürlich doof. Gut, wegen einer Alternative, da muss ich noch mal nachfragen. Ich melde mich noch mal, ja? Tschüss. Oh Gott, das schaffe ich doch nie im Leben rechtzeitig. Mendes? Hey, Ricky. Du, ich bin's, Jessica. Ich wollte nur noch mal fragen, wie es meinem kleinen Sonnenschein so geht. Mir geht's bestens, danke der Nachfrage. Sehr witzig. Und Max geht's auch gut. Er hat gerade sein Fläschchen bekommen und jetzt hat der Kleine nur noch Sehnsucht nach seiner Mama. Ja, ich habe auch total Sehnsucht nach ihm. Ich dachte nur, wo ihr euch jetzt gerade so gut versteht, kannst du nicht vielleicht noch eine Stunde auf Maxchen aufpassen, nur ausnahmsweise? Jessie, bei dir ist ausnahmsweise die Regel. Aber heute geht's wirklich nicht. Ich bin zum Squash verabredet. Squash soll gar nicht so gesund sein. Ich habe meinen Kollegen schon zweimal deinetwegen versetzt. Heute gehe ich dahin. Und wenn du Maxi mitnimmst? In die Squashhalle? Bitte. Wenn du nicht in einer Stunde hier bist, war das heute das letzte Mal, dass ich für dich den Babysitter gespielt habe. Ja, schon gut, ich komme. Du kannst dich auf mich verlassen. Das will ich hoffen. Tschüss. Na, dann muss es halt so sein. Maxi geht vor. It's your smile, it's your sigh when I turn and just leave you there. Please don't Ich will say diese Scheidung nicht, Sebastian. Aber ich. Warum? Nur weil ich dich mit Ansgar betrogen habe?
Du hast mich aber nicht einfach nur so betrogen. Du hast dich prostituiert, damit er dir deine LCL-Anteile lässt. Hast du es immer noch nicht kapiert? Es gibt kein Uns mehr. Ich habe einen verdammten Fehler gemacht. Wieso kannst du mir den nicht verzeihen? Es geht ja gar nicht um deine kleine Steuerhinterziehung. Und was ist es dann? Ist es, dass ich Emma alleine gelassen habe? Oder dass ich aus Versehen den heißgeliebten Dingdon eingesteckt habe? Ja Gott, du weißt, wie ich bin. Ja, genau, ich weiß, wie du bist. Und ich habe versucht, damit zu leben. Ich kann's nicht mehr. Doch, das Fakt. Rebecca hat am Telefon mit ihrer Freundin gerätselt, ob Tanja überhaupt noch bleibt, jetzt wo sie keine Anteile mehr daran hat. Aber sie ist doch immer noch Geschäftsführerin. Ja, noch, aber bald ist sie auch kein Lahnstein mehr. Wieso das denn? Hast du noch nicht gehört? Sebastian von Lahnstein will dich doch von ihr scheiden lassen. Wer weiß, ob er sie ja nicht auch hier rauskegelt. Das ist ja mal ein rasanter Abstieg. Euer rasanter Abstieg führt direkt zum Arbeitsamt. Wenn Sie noch einmal solche Gerüchte verbreiten, sind Sie gefeuert. Haben Sie das verstanden? Und jetzt raus hier. Scared, nothing seems to last. Still, I won't go back to love, to love. I won't go back to love. Wenn du gleich auf mich gehört hättest, hätten wir uns viel Zeit und Nerven gespart. Wer weiß, ob Ricardo überhaupt zu Hause ist. Weißt du, und selbst wenn nicht, es ist mir egal, dann fahre ich dich ins Krankenhaus. Sachte, schlafender Säugling. Kannst du uns helfen? Tristan ist verletzt. Was ist passiert? Stichwunden, ein Degen. Ein Degen? Wie ist das denn passiert? Alles halb so wild. Es war ein kleiner Unfall und ich wollte nicht ins Krankenhaus. Deine temperamentvolle Freundin vor polizeilichen Ermittlungen zu schützen, schon klar. Was? Nein, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ich guck mir das direkt mal an. Kannst du dich um den Kleinen kümmern? Ich bin nämlich der Babysitter. Ja, am besten nehme ich ihn mit rüber, oder? Mhm. Ja. Ganz schön knapp. Champagner bitte. Nicht die Hausmarke, sondern den besten, den Sie haben. Sehr gerne. Hast du was zu feiern? Es geht dich zwar nicht das Geringste an, aber ja. Erstaunlich. Menschen in deiner Situation würden sich aus Frustration betrinken. Wie ich sehe, hat deine Busenfreundin Elisabeth ein bisschen geplaudert, hm? Schieß ein paar hämische Kommentare ab, dann haben wir es hinter uns. Tanja, ob du es glaubst oder nicht, ich hätte dir gegönnt, dass deine Ehe hält. Ich bin deine Trauzeugin, schon vergessen? Und ich hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, aber ich hatte den Eindruck, Sebastian und Emma haben dich verändert, zum Guten. Ich will gar nicht wissen, was in deiner kleinbürgerlichen Welt gut bedeutet. Ach, Tanja, du weißt, dass ich auch unkonventionell lebe. Aber ja, was Treue angeht, habe ich allerdings andere Prinzipien. Wie ich sehe, bist du bestens informiert. Wolltest du nicht gerade gehen? Ja, stimmt, ich bin auf dem Sprung. Kannst du ja ein anderes Mal mit mir auf meine wiedergewonnene Freiheit anstoßen. Weißt du, was das Tragische ist, Tanja? Im Grunde glaubst du selbst nicht daran. Doch. Doch. Ich hatte nur für kurze Zeit mein Ziel aus den Augen verloren. Aber das passiert mir nicht nochmal. Und du weißt echt nicht, wann Olli zurückkommt? Keine Ahnung. Oh Mann, ich muss in spätestens 10 Minuten Ricky ablösen, sonst wird er nie wieder babysitten, dann bin ich richtig im Arsch. Tut mir leid für dich. Ich bin erledigt, wenn ich nicht gleich bei LCL bin. Aber ich denke, du hast eine Halbtagsstelle. Ja, das habe ich auch gedacht, aber Vollzeit oder ich bin raus. Ruf doch Dana an. Ich bin den ganzen Nachmittag voll mit Terminen. Futter, Mittel, Lieferung oder irgend sowas. Nachrichten. Also, Herr Semmeling, was den Umbau angeht,
werden natürlich mehr Kosten auf Sie zukommen, aber glauben Sie mir, die werden überschaubar. Entschuldigung, es ist Unfall. Ich bin sowas von am Ende. Jessica, ich bin mitten in einer Verhandlung. Kannst du die Verhandlung nicht in der WG weiterführen und nebenbei auf Maxi aufpassen, bitte? Also, du überrascht mich immer wieder. Dann heißt das ja. Geh einfach. Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, setzen Sie sich das erstmal. Kann ich dir nicht sagen, ob das eine unkomplizierte Scheidung wird, danke Luca, aber wohl eher nicht. Von daher würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mich in dieser Sache vertreten könntest. Sebastian, was für ein Zufall. Ich bin gleich bei dir. Treibt dich die Sehnsucht zu mir? Was willst du? Willst du mir jetzt hier eine Szene machen? Das würde dir gefallen, ne? Mir würde gefallen, wenn du mich in Ruhe lässt. Dabei wollte ich dir gerade vorschlagen, dass wir ein Gläschen Champagner zusammen trinken. Auf das Ende unserer Ehe. Ein paar gute Momente hatten wir ja. Irgendwann wirst du merken, dass du mit mir und Emma die einzigen glücklichen Momente deines Lebens hattest. Wunschdenken. Du warst vor mir einsam und jetzt bist du es auch wieder. Nur, dass dieses Gefühl jetzt ungleich stärker ist. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr so einen moralinsauren Klotz am Bein habe wie dich. Ach, Tanja, was soll das hier? Es gibt nichts, wirklich rein gar nichts, womit du mich noch verletzen könntest. Schauen wir doch mal, ob der Ricardo den Tristan verarztet hat. Hm? Und ist es schlimm? Euer Veterinärfreund hätte vielleicht direkt amputiert, aber ich konnte den Arm gerade noch retten. Also eine Woche lang nicht belasten und im Notfall die hier. Danke. Beim nächsten Mal komme ich wieder. Ich hoffe, das wird nicht passieren. So. Und wir zwei gucken uns jetzt die zweite Halbzeit an und hoffen, dass deine Mama schnell nach Hause kommt, ja? Danke, Ricardo. Na komm, hopp. Du hast wirklich Glück, dass Frank und Charlie nicht da sind. Du hättest ihm sonst erklären können, warum ihr hier einen auf Mantel und Degenfilm macht. Habt ihr Internatsbrüder eigentlich alle einen an der Klatsche? Rituale. So alt wie die Menschheit. Was willst du da machen? Den Verstand einschalten. Aber ich glaube, ich lege mich mal ein bisschen hin. Mir ist ein bisschen flau. Ich habe das Gefühl, die Spritze, die Ricardo mir verpasst hat, war gegen Schweinepest. Wenn du was brauchst, rufst du, ja? Ja, mach ich. Was willst du denn hier? Jetzt reicht's aber. Erst setzt du mich in der niederrheinischen Einöde aus und sorgst somit dafür, dass ich mir mein komplettes Outfit ruiniere. Und dann lässt du mich nicht mal mehr zu Tristan vor. Ich überlege sogar noch, dich anzuzeigen. Der Freund meiner Mutter ist nämlich bei der Kripo. Ja. Tristan hätte tot sein können, nur weil ihr einfach so aufeinander eindrescht. Einfach so. Es ging um die Ehre. Was soll denn der Quatsch jetzt bitte wieder hier? Nichts. Möchtest du dieses Nichts lieber mit dem Freund meiner Mutter oder mit mir besprechen? Der Fechtkampf hatte eine Vorgeschichte. Und Tristan hat mich gebeten, nicht darüber zu reden. Weiter? Ich habe ein paar uncharmante Dinge über dich gesagt. Wofür ich mich im Übrigen entschuldigen möchte. Jedenfalls, naja, aus dem Grund hat Tristan Satisfaktion verlangt. Er hat was? Wir haben uns duelliert. Um deiner Ehre willen. Überrasch mich doch mal. Es tut mir so leid. Ich habe mich so beeilt, dass ich das rechtzeitig schaffe oder dich wenigstens rechtzeitig ablöse, aber nichts zu machen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das konditionieren soll mit Kind. Ganz genau, konditionieren.
Aber das ist kein Grund, dass ich dir dein Squash-Date versaue. Da musst du dich bereits hinten anstellen. Ich musste jemanden schon kurzfristig verarzten. Das heißt, ich bin nicht schuld? Jessie, du bist entgegen unserer Absprache über eine halbe Stunde zu spät. Ja? Ich bin gerade angepiept worden. Wenn du jetzt nicht aufgetaucht wärst, hätte ich Max mit ins Krankenhaus nehmen müssen. Das geht? Nein, natürlich nicht. Ein Säugling auf der Notaufnahme. Wobei, ich kenne eine Kollegin, die hat aus purer Verzweiflung mal ihr Kind mitgebracht zur Bereitschaft und in ein Krankenbett gelegt. Aber Jessie, ich weiß, es wird einem nicht leicht gemacht als alleinerziehende, berufstätige Mutter. Aber Max ist nun mal dein Sohn. Du musst dir da was einfallen lassen, ja? Schon passiert. Ah, da bist du ja. Ich hab dir Brote geschmiert. Rundum-Service. Ich glaube, du machst dir wirklich Sorgen um mich, oder? Ich habe auch den Beipackzettel gelesen und da steht drauf, dass man die Dinger nicht auf nüchternen Magen isst. Wer war das gerade eigentlich an der Tür? Nur so ein Tempelritter oder Zeuge Jehovas. Und, haben sie dich bekehrt? Ja. Sowas in der Art. Hab ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ihr Adligen alle einen Sockenschuss hatten? In der letzten halben Stunde ungefähr. Wievielte 100 Mal? Wieso? I'm not sure if they're alone. There's someone else inside my head, living there to fill me with dread. This paranoia. Was genau haben die Zeugen Jehova eigentlich mit dir angestellt? Ist eigentlich nur aufgefallen, dass es doch ganz cool ist, Zorro zum Freund zu haben. Ja, die Ricardo hat mir strenge Bettruhe verordnet. Bett ist doch ein gutes Stichwort. To the pain, I am numb once again without you. Wir müssen etwas klären bei mir, Tanja. Can react the same without you. Whether I laugh or cry is an endless drive when I'm around you. Tanja, die lästige Angewohnheit mit dem Anklopfen hast du seit Helsinki völlig abgelegt, hm? Es gibt einiges, was ich seitdem abgelegt habe. Einen langweiligen Ehemann und das Tragen von Unterwäsche. Na, darauf sollten wir aber anstoßen. Unbedingt. Und? Gute Neuigkeiten? Sehr gute. Dann lass uns darauf anstoßen, dass du wieder da bist. Die alte Tanja. Nicht die langweilige Elchkuh, die mit Sebastian verheiratet war. Ich bin wieder da. LCL, Jessica Stiel am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich frage gern nach, ob er im Haus ist. Gedulden Sie sich bitte einen Augenblick. Okay, danke. Hey Martha, ich bin's, Jessica. Du, die Grandezza möchte ein Interview mit Juri machen. Das Übliche oder die Ausnahme? Okay. Hören Sie?
Es tut mir leid, aber Juri Adam lässt ausrichten, dass er die Vorbereitungen für die neue Kollektion gerade nicht unterbrechen kann. Er hat aber eine Pressemitteilung für Sie, die könnte ich Ihnen gerne zumailen. Mhm. Ja, ich höre. Ja, das schicke ich gleich raus. Gerne. Wiederhören. Prioritäten setzen. Jessica Stiel. Kommunikationsgenie, Organisationstalent und außerdem super Mama bei der Arbeit. Tanja? Tanja?